Du arbeitest dir jeden Tag den Arsch ab, sparst nur, wo es geht und denkst dir dann irgendwann, komm, ich kaufe mir von dem Geld eine kleine Wohnung, vermiete sie und hab dann ein bisschen Geld auf der hohen Kante für später. Aber die Mieter, die dort einziehen, die bezahlen einfach keine Miete und so wird deine eigentliche Absicherung irgendwann zu einem Minusgeschäft, bis du dich verschuldest. Und genau das ist mir passiert. Bei vielen Dingen habe ich ja wirklich Verständnis. Hier hält es sich wirklich in Grenzen. Und dass man sich dann hier im dritten Anlauf für eine Übergabe hinstellt und sagt so, das ist es jetzt, da fehlt mir wirklich absolut jedes Verständnis. Heute gehen wir der Frage nach, warum Mietnomaden in Deutschland eigentlich besser geschützt werden als die Vermieter und Menschen, die ganz normal ihre Miete bezahlen. Ich habe ja ehrlicherweise immer gedacht, dass so eine Wohnung zu vermieten eine relativ sichere Sache ist, aber nach dem einen Jahr sehe ich das alles ein bisschen differenzierter und ich habe gelernt, dass selbst so sichere Anlagemöglichkeiten wie eine Wohnung trotzdem immer noch ein Risiko mit sich bringen. Umso wichtiger finde ich es natürlich, dass man ganz genau weiß, wo man sein Geld rein investiert. Ich nutze dafür zum Beispiel XTB und da habt ihr jetzt die Möglichkeit, eine kostenlose Aktie abzustauben, aber das ist nicht mehr der interessanteste Teil daran. Denn dort kann ich auch Lernmaterialien, Schulungen und Analysen anschauen und das bevor ich Geld in die Hand nehme. Ich persönlich habe mich zum Beispiel für einen ETF-Sparplan entschieden, weil ich lieber auf Nummer sicher gehe und langfristig investieren möchte. Und damit ihr auch seht, was ich mache, ist natürlich keine Anlageberatung, aber ich habe zum Beispiel in MSCI World investiert und da habe ich jetzt schon 1,5% Nettoprofit gemacht. Das heißt, langsam und mühsam nährt sich das Eichhörnchen, es soll aber auch eher was für die Rente bei mir sein. Was ich ganz cool finde, man kann monatlich ein Handelsvolumen von bis zu 100.000 Euro kommissionsfrei traden und das Geld, das gerade nicht investiert ist, das wird auch noch verzinst und zwar aktuell mit 2,3% pro Jahr für die ersten 90 Tage bei Neukunden. Wichtig an der Stelle zu sagen, ihr solltet natürlich immer nur Geld investieren, was ihr auch übrig habt und auf gar keinen Fall Geld, das ihr zum alltäglichen Leben braucht. Ich finde XTB nicht nur übersichtlich, sondern auch sicher, denn das Unternehmen gibt es schon ziemlich lange. Die wurden 2002 gegründet, sind börsennotiert und werden von verschiedensten Finanzaufsichtsbehörden reguliert. Über 2 Millionen Menschen vertrauen XTB und ihr habt jetzt die Möglichkeit, auch dabei zu sein und euch noch eine gratis Intel-Aktie zu sichern. Wenn ihr euch das Ganze gerne mal anschauen möchtet, dann registriert euch kostenlos bei XTB, verwendet dabei noch meinen Code Marvin und zahlt innerhalb von 7 Tagen nach Kontoeröffnung einen beliebigen Betrag ein und dann könnt ihr die Aktie in eurem Konto freischalten. Alle Details dazu findet ihr natürlich in den Aktionsbedingungen, in der Infobox findet ihr den Link oder ihr scannt wie immer einfach hier den QR-Code. Freunde, ich sag mal so, ich wurde in der Vergangenheit schon hin und wieder mal verarscht, aber das, was ich mit unserem alten Büro in letzter Zeit erlebt habe, das ist wirklich Next Level. Es ist so, wir sind mit unserem Büro umgezogen und ich wollte dieses Büro einfach für die Restlaufzeit von einem Jahr untervermieten. Soweit, so gut. Und man muss ja auch so ehrlich sein, während es in Großstädten wie hier in Berlin leider üblich ist, auf eine Untermiete noch mal Geld draufzuschlagen und sich an diesem knappen Wohnungsmarkt zu bereichern, habe ich es gut sein lassen und habe dieses Büro selber für 1.020 Euro im Monat gemietet und wollte auch nur 1.020 Euro monatlich haben. Hauptsache, diese Fläche wird genutzt. Und ehe ich mich versehen habe, habe ich auch 2 Untermieter gefunden. Sie arbeitet als Hebamme und er als Gastronom mit eigenem Restaurant und sogar einem Foodtruck. Habe ich gedacht, das sind 3 Standbeine, da kann gar nichts schief gehen und auch solide Jobs. Deswegen habe ich an die beiden das Büro für ein Jahr lang untervermietet. Und was soll ich sagen? Die ersten 2 Monate habe ich ganz normal noch die Miete erhalten und danach gar nichts mehr. Und inzwischen sind über 11.000 Euro ins Land gegangen, die ich verloren habe, weil ich sie natürlich an die große Vermietung weiterhin bezahlen muss. Anwalts- und Gerichtskosten werden da noch on top kommen. Eine Sache muss ich auch noch sagen, es kann jedem mal passieren, dass man sich verkalkuliert. Mir ist das auch schon zu Genüge passiert. Aber ich finde, gerade in so einer Situation, wo man als Mieter weiß, dass ich weiterhin die Miete jeden Monat an die Deutsche Wohnen zahlen muss, müsste man dann, finde ich, auch erwachsen genug sein und das Gespräch suchen und mir einfach auch Bescheid sagen. Stattdessen haben die einfach monatelang die Miete nicht gezahlt. Fast ein ganzes Jahr ist ins Land gegangen. Und ich habe auch mittlerweile 3-mal versucht, dieses Büro zurückzunehmen. Ein Übergabetermin ist immer wieder gescheitert. Heute ist der letzte Versuch. Und ich sag mal so, mittlerweile warten wir auch schon eine halbe Stunde. Mal gucken, ob noch jemand kommt. Ansonsten kommt der Schlüsseldienst. Heute hat es geklappt mit ganz viel Streit. Einen Schlüssel habe ich zurückbekommen, ein zweiter ist verschollen. Und das ist das Büro. Bei vielen Dingen habe ich ja wirklich Verständnis. Hier hält es sich wirklich in Grenzen. Nicht nur, dass diejenigen ein halbes Jahr lang Zeit hatten, hier ihr Zeug rauszukramen, hier eine Zwischenwand rauszubauen, dort Sachen von der Wand abzunehmen, diese Abhängungen von der Decke zu nehmen und das hier einfach besenrein zurückzugeben und dass man sich dann hier im 3. Anlauf für eine Übergabe hinstellt und sagt, so, das ist es jetzt, da fehlt mir wirklich absolut jedes Verständnis. Und nur um das Ganze nochmal einzuordnen, normalerweise, wenn ich eine Wohnung zurückgebe an eine Vermietung, ist mein größtes Problem, dass hier so eine Schraube noch irgendwie in der Wand steckt,
und die habe ich vergessen. Oder es ist vielleicht nicht ganz weiß gestrichen. Okay, kann alles passieren. Aber ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Bauschutt, leere Flaschen, Essensreste, ein Geschirrspüler, Kippenstummel, eine Scheibe ist vorne kaputt, hier hängt... Es ist ein Wunder, dass das hier uns gerade bei der Übergabe nicht auf den Kopf gefallen ist. Guck dir das bitte mal an. Und es tut mir leid, dass ich mich so aufrege, weil mein großes Problem ist, dass ich in 25 Tagen selber dieses Büro an die große Vermietung zurückgeben muss. Und jetzt muss man sich nur mal vorstellen, dass das hier mein Eigentum wäre. Stellt euch mal vor, ich arbeite in meinem Job 40 Stunden die Woche, 8, 10, 15 Jahre, kann mir dann endlich eine eigene Wohnung leisten, die ich dann vermieten möchte, um ein bisschen Rücklagen fürs Alter zu haben. Und dann kommt jemand und geht innerhalb von einem Dreivierteljahr oder Jahr mit dem Ding so um. Und ich kann natürlich die Kommentare auch schon wieder lesen. Und ich wette, die einen oder anderen von euch schreiben, warum bist du nicht einfach da hingegangen, hast die am Kragen gepackt, rausgeschmissen mit Sack und Pack, hast den Schlüssel übernommen und dann hättest du das Problem nicht. Das Ding ist, ich habe mich natürlich anwaltlich beraten lassen und es ist ganz schön kurios in Deutschland. Du kannst jemanden, auch wenn er keine Miete, keine Kaution bezahlt, nicht einfach aus dieser Immobilie rauswerfen, denn du darfst diese Immobilie nicht mal betreten. Selbst das wäre schon Hausfriedensbruch und sowas kommt für mich natürlich nicht in Frage. Warum ist es denn rechtlich eigentlich so schwer, gegen Mietnomaden vorzugehen? Die Schwierigkeit besteht darin, dass Mietnomaden sehr genau wissen, wie sie Schutzvorschriften für redliche Mieter so ausnutzen, dass das gesetzliche Verfahren zur Räumung aus der Wohnung noch länger dauert, als das ohnehin schon der Fall ist. Und so schaffen das Mietnomaden in manchen Gerichtsbezirken 18 oder 24 Monate, ohne auch nur einen einzigen Cent zu bezahlen, in der Wohnung zu bleiben. Mietnomaden, denen ist das dann relativ gleich, die warten einfach ab. Und wenn dann absurderweise die Ankündigung kommt, morgen werden wir dich räumen, dann ziehen die einfach aus und weiter. Nochmal, es soll heute nicht um Menschen gehen, die mal finanzielle Probleme haben und deswegen ihre Miete nicht zahlen können, sondern es geht um mutwillige Betrüger, die private Vermieter einfach nicht bezahlen und dann einfach weiterziehen. Und von diesen Fällen gibt es tatsächlich mehr, als ich zu Anfang dachte. Und heute schauen wir uns einen weiteren Fall an, nämlich vom lieben Joshua. Er arbeitet als Kfz-Gutachter und hat jahrelang gespart, um sich eine Wohnung kaufen zu können, weil er die Hoffnung hatte, davon natürlich seine Rente zu bestreiten. Und auch da ist das Problem, dass der Mieter ein Jahr lang keine Miete bezahlt hat und seitdem einfach untergetaucht ist. Ui. Ja, hier sind wir in der kleinen Wohnung. Lang hat hier schon keiner mehr gelebt, aber noch länger hat hier keiner mehr abgewaschen. Was glaubst du, seit wann war der Mieter nicht mehr hier und seit wann hat er nicht mehr bezahlt? Also bezahlt hat er nicht mehr seit Februar 2025. Über ein Jahr. Über ein Jahr. Crazy. Und es hat natürlich mit den Behörden extrem lange gedauert. Und vor allem bekommst du ja in der ganzen Zeit ja nicht einen Cent für das, was du hier ausgegeben hast, weil so eine Wohnung, die kostet ja auch nicht 3,50 Mark. Wir hatten die vor der Vermietung extra einmal komplett neu saniert, dass wir die Neuvermietung einfach besser durchsetzen konnten, dadurch, dass es hier doch eine Lage ist, wo es besser funktioniert, wenn die Wohnungen im schönen Zustand sind, dass ich hier halt dann vernünftige Leute reinbekomme. Was ja super geklappt hat. Wenn wir das jetzt mal so überschlagen, bei wie viel Schulden, die der Vermieter hinterlassen hat, plus die Schäden sind wir denn? Wir sind jetzt insgesamt so bei 8.000, 9.000 Euro in Summe. Das ist halt über ein Jahr Mietausfall. Dazu kommen natürlich die ganzen Kosten fürs Amtsgericht, Räumungsklage, dass die Bescheide halt ankommen etc. Und natürlich halt die ganzen Kosten, die halt laufend noch an die Hausverwaltung gezahlt werden müssen. Die Hausverwaltung sammelt ja quasi einmal das ganze Geld für die Gemeinschaft ein und zahlt damit halt dann Reparaturen und laufende Kosten und so weiter. Das geht ja alles weiter. Dann lass uns gern mal weitergehen, weil das hier ist ja nur quasi der Vorraum. Die eigentliche Wohnfläche ist ja dort hinten. Ja, schauen wir mal rein hier. Es riecht unangenehm. Ja, der Herr, der hier gelebt hat, hatte scheinbar aufregende Hobbys. Die Situation ist ja wirklich, als hätte man die jetzt hier gerade verlassen. Das ist ja wirklich etwas, mit dem ich jetzt hier nicht gerechnet habe. Also wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 verschiedene Dildos in verschiedenen Größen, Farben und Variationen. Hier quasi so ein Brett mit so einem Saugnapf. Damenkleidung. Hier steht eine Flasche Öl wahrscheinlich und direkt davor ein Spiegel zum Selbstbetrachten. Weißt du, was das ist? Also den ganzen anderen Sachen, die hier drin sind, zu urteilen, sieht es aus, als würde man sich damit irgendwie die Brüste ausstopfen oder so. Keine Ahnung. Kondome und Papier. Man muss sich auch einmal vor Augen halten, irgendwann war hier wirklich dieser eine Tag, wo die Person einfach weggeblieben ist. Seit über einem Jahr liegt das jetzt hier alles so rum. Und für dich bedeutet es ja im Endeffekt,
du hast jetzt hier wahrscheinlich wieder Arbeit vor dir, um das Ganze leer zu räumen. Wie war denn überhaupt für dich der Prozess, hier wieder Zugang zu bekommen? Weil das habe ich jetzt auch schon rausgehört. Für dich war es auch alles andere als leicht, überhaupt eine Erlaubnis zu bekommen, dein Eigentum wieder an dich zu nehmen. Ja, tatsächlich ist das in Deutschland gar nicht so einfach zu sagen, es ist zwar mein Eigentum, aber ich komme jetzt wieder rein. Also grundsätzlich wird halt unterschieden zwischen Besitz und Eigentum. Und in dem Fall ist es halt so, dass ich zwar der Eigentümer bin von dieser Wohnung, aber der Besitz ist in dem Moment, wo ich das Objekt vermiete, bei dem Mieter. Und wenn ich jetzt einfach so hier reingehen würde, dann würde ich mich strafbar machen. Deshalb ist es so, dass ich als Eigentümer ganz normal kündigen muss. Und wenn er halt dann 2 Monate in Summe nicht gezahlt hat, dann kann ich ihn fristlos kündigen. Das haben wir dann halt auch gemacht. Und ja, das heißt aber noch nicht, dass du in die Wohnung darfst. Dann geht's halt los. Dann musst du halt einen Mahnbescheid beim Amtsgericht einreichen und dann eine Räumungsklage erwirken. Der ganze Weg dauert halt eben. Ne? Und man weiß ja, man hört es ja immer wieder, Behörden arbeiten halt auch unterschiedlich schnell. Und hier in der Region hat es jetzt über ein halbes Jahr gedauert. Ich höre ja auch schon so ein bisschen von dem, wie du sprichst, dass das nicht deine einzige Wohnung wahrscheinlich ist, weil du schon dich damit sehr auseinandergesetzt hast. Wie ist denn jetzt überhaupt dein weiterer Plan, weiter vorzugehen? Ich meine, 9.000 € sind jetzt hier erstmal verbrannt worden. Wie willst du die wieder reinholen? Also grundsätzlich ist es so, dass ich jetzt erstmal einen Titel erwirkt habe gegen den Mieter. Das heißt, ich habe jetzt über einen sehr langen Zeitraum die Möglichkeit, von ihm das Geld über einen Gerichtsvollzieher eintreiben zu können. Jetzt muss man natürlich schauen, hat er Mittel oder ist er mittellos? Sollte er mittellos sein, habe ich halt keine Chance, dann kriege ich das Geld nicht wieder. Und hier ist jetzt halt der Plan, dass ich natürlich jetzt nochmal eine gewisse Summe in die Hand nehmen muss, um das Ganze halt zu räumen. Da ist noch Belag drauf, sagen wir es mal so. Und wirklich haufenweise Kondome. Noch mit Gleitgel. Ah nee, das ist auch, da sind keine Drogen, gutes Zeichen für dich, da sind keine Drogen drin, sondern es ist wahrscheinlich noch Gleitgel. Das ist definitiv Koks. Siehst du da die weißen Spuren? Okay, also um das nochmal zusammenzufassen, irgendwie ja eine sehr, sehr bescheidene Situation für dich. Ne? Du nimmst das Geld in die Hand, investierst, kaufst, renovierst, machst das hier schick und bekommst jetzt nach über einem Jahr hier eine Drogbüche zurück. Ja, das ist wirklich nicht so schön, vor allem, weil ich es ja halt auch einfach für mich selber quasi erarbeitet habe und dadurch, dass ich ja selbstständig bin, ist das halt meine Altersvorsorge. Andere zahlen ganz normal in die Rente ein. Ich nutze halt die Möglichkeit dann, mir so eine Wohnung zu kaufen, die dann zu vermieten, in der Hoffnung, dass halt das Geld, was ich durch die Miete reinbekomme, dann halt für mich so ein bisschen als Altersvorsorge oder halt auch zum Zahlen von dem Kredit, den man ja bei so einer Wohnung auf sich nimmt, dann halt gilt. Und das klappt halt dann einfach nicht, wenn Leute die Wohnung so hinterlassen. Und ich habe mir halt gesagt, okay, ich kaufe auch in einer Lage ein, wo halt auch einfach Leute mit einfacheren Hintergründen wohnen, vermiete halt auch an die, mache eine schöne Wohnung, möbliere sie sogar. Nicht jeder hat immer direkt das Geld, sich direkt halt die komplette Möbel zu kaufen. Und ja, die Personen, die hier vorher drin gewohnt haben, haben sich auch super gefreut. Also da war eine Studentin zum Beispiel, die hat hier gewohnt, die hat sich gefreut, die Wohnung war eingerichtet. Sie kam hierher, konnte direkt einfach ihre Sachen mitbringen, konnte anfangen zu studieren. Klingt auch so, als ob du das öfter machst. Das heißt, du hast auch noch 1, 2 andere Wohnungen. Genau. Ich mache das jetzt seit 2019. Da habe ich ganz klein mit meinen Schwestern gestartet. Und hat sich bei mir so ein bisschen entwickelt, dass ich da halt auch echt einen Gefallen dran gefunden habe. Und es macht mir viel Spaß, gerade halt auch die Wohnungen dann richtig schön zu machen und an Leute zu vermieten, die dann aber glücklich damit sind. Dann bin ich einfach mal so frech und sage, wenn ihr natürlich irgendwas zu verkaufen habt oder jemanden kennt, der jemanden kennt, Link in der Infobox, ja bestimmt eine Website oder so. Ja, eine Website, genau, da könnt ihr euch eintragen und da könnt ihr auch ganz offiziell von uns eine kleine Provision bekommen. Das heißt, wer uns da was empfiehlt, der soll auch was davon haben, einfach gern melden. Um das vielleicht noch mal ein bisschen greifbarer zu machen, warum ist das Verhalten von Mietnomaden in Deutschland so fatal? Wenn es einem egal ist, wo man wohnt und wie man wohnt und man nichts mehr zu verlieren hat, dann kann man gut als Mietnomade leben. Und da ist der Rechtsstaat in Deutschland nicht drauf eingestellt. Die Vermieter und 2/3 der Mietwohnungen werden ja in Deutschland von privaten Vermietern angeboten, die nur 1 oder 2 Wohnungen haben, bleiben dann voll und ganz auf den Kosten sitzen und das ist für die ein Riesenproblem. Ja, wo soll ich anfangen? Also nachdem ich halt selber auch diese Erfahrung gemacht habe und auch mit einigen noch gesprochen habe, die jetzt nicht vor die Kamera wollten, weil ihnen die Situation auch unangenehm ist, merke ich irgendwie, dass das System manchmal einfach auch die Falschen schützt. Also man nimmt ja als Eigentümer von so einer kleinen Immobilie Geld in die Hand und am Ende geht man vielleicht sogar noch mit Schulden raus, weil man keine Miete bekommt, weil die laufenden Kosten weiterlaufen, man muss einen Anwalt bezahlen, man muss das Gericht bezahlen und das Ganze zieht sich bei mir und bei Joshua über ein Jahr, wo man einfach da steht und sich die Schulden immer weiter anhäufen. Und ich habe irgendwie den Eindruck, man müsste ja merken,
dass man aus Versehen mal einen Monat keine Miete zahlt. Man merkt es ja spätestens dann, wenn die Anrufe kommen oder wenn die Briefe kommen. Und wenn man das dann über einen so langen Zeitraum durchzieht, habe ich den Eindruck, dass es schon Mietnomaden gibt, die das ganz bewusst in Kauf nehmen und jetzt vielleicht der hier und auch die bei mir im Büro waren, dass die einfach weiterziehen und sich den nächsten Blödmann suchen, so hart es klingt, der einfach dann auf den Kosten sitzen bleibt. Und auch jetzt nochmal zum Abschluss ist mir wichtig zu sagen, dass es nicht darum geht, über Leute zu shamen, die mal in eine finanzielle Notlage geraten. Ich finde, das hat damit nichts zu tun, weil man hier wirklich über ein Jahr lang in Kauf nimmt, dass jemand anderes darunter leidet, indem man halt auf nichts reagiert. Und ich finde, das ist ein großer Unterschied. Wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt es gerne mit einem kostenlosen Abo hier auf meinem Kanal. Das würde mich am meisten supporten und dann sehen wir uns schon bald wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüssi.